EDC. Muss es immer gleich ein Rucksack sein oder passt EDC auch in die Hosentasche? Moin! Im letzten EDC-Video, das wir mit Kuni gedreht haben, haben wir uns ja mal EDC-Rucksäcke angeschaut und mal geguckt, was würden wir da alles reinpacken. Und viele haben natürlich zu Recht gefragt, habt ihr das immer alles mit? Ich hatte schon in den Kommentaren geschrieben, nicht unbedingt. Wenn ich jetzt nur mal durch die Stadt gehe, dann bleibt der Rucksack immer im Auto. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, was kann ich denn aber trotzdem noch EDC-mäßig bei mir haben, was mir im Alltag trotzdem jederzeit weiterhelfen kann, ohne gleich einen Rucksack mitzunehmen. Selbstverständlich findet ihr den Link zu dem Video in der Videobeschreibung. Nun aber zu dem, was in die Hosentasche passt. Klar, Schlüssel, Smartphone etc. werdet ihr meistens in den Taschen haben. Und wir haben uns jetzt mal überlegt, was hilft uns denn immer weiter und kamen dann ziemlich gleich auf die typischen alten Schweizer Taschenmesser und deren Helferlein. Denn ein Messer oder ein Tool hat man ja ganz gerne dann dabei und dort befindet sich auch oft schon vieles dran, was wir wirklich auch im Alltag gebrauchen können. Grob unterscheiden kann man da, glaube ich, einmal zwischen den ganz normalen Taschenmessern, wir nennen sie auch mal einfach Schweizer Messer. Hier unten liegen sie schon mit diversen Kleinigkeiten dran. Dann haben wir hier noch Rescue-Messer, also für Leute, die dann wirklich auch mehr auf den Sicherheitsbereich fokussiert sind. Und dann Tools, die es mittlerweile in allen Formen und Größen gibt und auch auf verschiedene Arten, für die ich mich wappnen möchte, ausgestattet sind. Fangen wir erstmal mit den klassischen Taschenmessern an, auch gerne als Schweizer Messer bezeichnet. Fangen wir erstmal mit unserem klassischen BW-Taschenmesser an, in der Art an den Victorinox-Messern angelehnt. Das sind ja die Schweizer Armee- bzw. Offiziermesser, die es mittlerweile auch in verschiedenen Arten gibt. Da werfen wir gleich einen Blick drauf. Dieses kommt mit einer Klinge, einer Sägezahnung, einer Feile, einem Flaschenöffner, einer Ahle zum Durchstechen von bestimmten Materialien und einem Korkenzieher daher und erfüllt somit erstmal grundlegende Bedürfnisse, die ich eventuell im Alltag habe. Victorinox verzichtet in seinem simpelsten Modell auf den Korkenzieher und auch auf die Sägezahnung, hat dafür nur noch die Klinge, bringt dafür aber noch einen Dosenöffner mit und zu dem normalen Flaschenöffner auch noch einen Schlitzschraubendreher, um dann eventuell auch die eine oder andere Schraube lösen zu können. Die Ahle ist in den meisten Fällen nicht nur zum Durchstechen gedacht, sondern besitzt auch immer noch eine Klinge, um dann zum Beispiel Drähte etc. abisolieren zu können. Victorinox bietet das Ganze natürlich nochmal in einer etwas größeren, robusteren Form an und fügt dem Ganzen dann auch noch einen Kreuzdreher hinzu. Und natürlich gibt es noch viele andere Taschenmesser, die sind aber im Grundaufbau diesen sehr ähnlich. Die einen haben nochmal eine Schere vielleicht mit dabei, dafür fehlt ihnen ja was anderes. Da muss jeder mal selber gucken, was er in seinem Alltag gut gebrauchen kann. Eine andere Art von Messern sind die klassischen Rettungsmesser oder Rescue Knives, wie sie auch bekannt sind. Und zwar gibt es die auch von ganz simpel bis hin zu, sag ich mal, Erste-Hilfe-Multitools. Der große Unterschied bei Rettungsmessern ist im Üblichen, dass sie ihr Hauptaugenmerk ganz anders legen. Sie wollen also eine vernünftige Klinge haben, meistens auch mit einer Sägezahnung. Also die Klinge steht hier klar im Vordergrund, haben in der Regel dann einen Gurtschneider mit dabei und auch in den meisten Fällen einen Glasbrecher. Hier mal praktisch genau diese Basics, also die Grundausstattung eines klassischen Rettungsmessers. Die modernen und überarbeiteten Formen gehen schon mehr in Richtung Tools und vereinen dann Taschenmesser mit Rettungsmesser. Hier zum Beispiel mit einer extra Sägezahnung für die Autoscheiben, die ja mit Folie gesichert sind, um da besser durchschneiden zu können, wenn ihr sie zertrümmert habt. Dann hier mit einem richtigen großen Gurtschneider, der hier gebogen geformt ist, um auch hinterhaken zu können, einer einigermaßen vernünftigen Klinge. Zusätzlich kommen noch die üblichen Tools dazu, wie Schraubendreher, Flaschenöffner, eine Ahle und ganz wichtig natürlich auch wieder den Glasbrecher. Und ihr habt selbstverständlich schon gemerkt, davon sind nicht alle wirklich EDC-tauglich von den Messern, denn wir haben hier auch Einhandmesser, gerade bei den Rescue-Messern eben Einhandmesser dabei, die sich einhändig öffnen lassen. Und ihr wisst, nach dem deutschen Waffengesetz dürft ihr die nicht öffentlich mit euch führen. Mittlerweile gibt es diese Art von Taschenmesser bzw. Rettungsmesser in vielen verschiedenen Formen und Größen. Wir haben jetzt hier nochmal ein kleineres von TechMaven mit hingelegt. Das ist so als Messer schon gar nicht mehr als das wirklich zu erkennen oder nutzbar, hat dann aber wieder alle Tools mit vereint, die wir gerade so vorgestellt haben.
Bevor wir jetzt gleich zu den Werkzeugen kommen, die ja nochmal eine ganz eigene Gruppe darstellen und auch ihre Effektivität in sehr vielen Funktionen erfüllen, eine kleine Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch einfach mal ein Like und lasst vielleicht ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Das würde uns auch auf unserem Kanal sehr helfen, aber das sagt euch natürlich jeder. Es ist aber so. Kommen wir jetzt also zu den Tools oder unseren kleinsten Helferlein. Die liegen hier vorne gleich. Es gibt hier nur noch eine kleine Klinge, wie von einem Grafikskalpell, einen Flaschenöffner, einen Abisolierer, einen Unterhaker für zum Beispiel Nägel und eine kleine Schraubhilfe als Einlassöffnung. Hier bei diesem kleinen ist noch ein Paracord dabei, falls ihr dann für irgendwas eine Strippe braucht, und dann war es das schon. Dafür ist es dann aber auch wirklich so klein, dass das in jede von diesen kleinen Münzeinschubtaschen passt, selbst bei eurer Jeans. Das Ganze gibt es dann auch nochmal in einer Nummer größer, hier mit Gürtelclip, nochmal einem eingearbeiteten Gurtschneider dabei und in diesem Fall den Vorteil, dass ich normale Teppichmesserklingen verwenden kann, mich das Ganze praktisch im Unterhalt auch nicht so viel kostet. Zu den kleineren Minimalisten diesen ganzen Tools habe ich jetzt hier zum Beispiel nochmal einen Karabiner mit einem Flaschenöffner und einem Hexbit-Dreher. Das bedeutet, ihr könnt jede Art von Bit mit diesem hier greifen und dann schrauben. Habt ihr also einen Bitsatz mit, könntet ihr hier, wie bei einem Fahrradwerkzeug, alles mögliche schrauben und lösen. Auf die Spitze getrieben im minimalistischen Design haben wir hier das TK von Extrema Ratio. Da seht ihr schon, habt ihr verschiedene Schraubköpfe, gleichzeitig sind das Flaschenöffner. Ihr könnt das Ganze aber auch als Seildurchführung beim Klettern nutzen. Habt hier nochmal eine große Öffnung, um eine Schraubunterstützung zu bekommen. Generell verschiedene Möglichkeiten zu schrauben. Könnt etwas eben aushebeln und habt wirklich viele Möglichkeiten, ja, Dinge zu schrauben, und habt ein sehr robustes, aber auch wirklich minimalistisches Design. Bevor wir jetzt noch zu den Multifunktionstools kommen, etwas, das wir vorhin nicht mitgezeigt haben. Das ist eigentlich praktisch schon eine Mischung aus Multifunktionstool und Taschenmesser. Hier nämlich mit einem eigenen Bit-Einsatz auch, um auch beispielsweise auf Fahrradtouren besser gewappnet zu sein. Mit einem kleinen Bitsatz könnt ihr hier wirklich schon ziemlich viel rumschrauben und als Werkzeug nutzen. Und auch hier ist nochmal eingeklappt ein kleiner Flaschenöffner. Nun aber zum klassischen Multitool, was ja eigentlich in der Regel auch noch in jede Hosentasche passt. Und hier ist es wahrscheinlich recht überflüssig, das gesamte Multitool zu zeigen, vor allem weil es so dermaßen viele Multitools mittlerweile gibt, dass eigentlich für jeden Geschmack und auch vor allem für jede Anforderung, jeden Einsatz eins dabei wäre. Wir gucken aber trotzdem mal ganz kurz drauf. Hier zum Beispiel schon gleich ein Dosenöffner und sieht daneben auch gleich noch die Lösung mit einem Kreuz- und Schlitzschraubenzieher, einer kleinen Schere, einem Hebel sowie einer breiteren Ahle, die gleichzeitig als Abisolierer dient, der typischen klassischen Zange und zu guter Letzt eine Klinge. Kommen wir aber damit zu unserer Eingangsfrage. Passt EDC in die Hosentasche? Ich denke für meinen Teil zum Beispiel ja. Das hängt aber natürlich immer davon ab, was ihr für Anforderungen an EDC stellt. Ich habe also jetzt einfach hier meine Schlüssel mit an dem Karabiner dran. Das ist der Karabiner, der wieder den Flaschenöffner mit hätte. Dazu den Hexbit-Adapter. Wenn ich jetzt noch ein paar kleine Bits hätte, 2, 3 reichen da ja vollkommen, könnte ich schon sehr viel Schraubarbeiten erledigen. Hier hätte ich das kleine scharfe Messer dabei. Paracord. Jeder, der das letzte Video gesehen hat, weiß, ich bin immer ein Fan von ein bisschen Strippe. Dazu dann hier nochmal ein Abisolierer, nochmal eine kleine Schraubhilfe und etwas, womit ich Dinge aufhebeln könnte. Und da kann ich schon sehr, sehr viel in meinem Alltag mit reißen. Aber wie ist das bei euch? Würde euch EDC in der Hosentasche reichen? Also vielleicht dann in einer anderen Cargotasche noch ein paar Pflaster, dies und das. Schreibt uns mal rein, was ihr wirklich brauchen würdet, was ihr wirklich in die Hosentasche packen würdet und ob es dann da auch hineinpasst. Vor allen Dingen, welches Tool würdet ihr bevorzugen? Nehmt ihr wirklich immer gleich ein Multitool mit oder reicht euch einfach ein kleines Messer? Das würde uns wirklich sehr interessieren und vor allem, braucht ihr einen Rucksack? Nehmt ihr lieber ein Hipbag oder eure Hosentasche? Ja, ich danke euch, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage Tschüss und dann eben bis zum nächsten Mal.
Übrigens, wahrscheinlich guckt das hier sowieso keiner mehr in den letzten 30 Sekunden, aber wir haben hier noch einen witzigen EDC-Spaten. Da sind in den Griffen Dinge verarbeitet, der kann klein verpackt werden, kann sogar an der Hüfte getragen werden oder an irgendeinem Mollesystem und bietet auch eine ganze Menge witziger Funktionen. Sollte euch also dieser Klappspaten interessieren, dann schreibt das auch in die Kommentare und dann machen wir selbstverständlich auch ein getrenntes Video darüber.